Im riesigen Serengeti-Reservat hat sich die Trockenzeit verlängert, sodass alle Herden gezwungen sind, neue Orte zum Überleben zu finden. Der männliche Löwe mit der dichten goldenen Mähne führte das Rudel zu den Feldern in der Nähe der Lichtung. Der Boden knackte unter ihren Füßen und trockenes Gras fiel in den heißen, sengenden Wind, der überall brannte. Die Löwinnen und Jungen waren müde, folgten aber immer noch selbstbewusst den starken Schritten ihrer Anführerin. In den scharfen, hellen Augen des Löwenmännchens war Stolz zu erkennen, doch tief in seinem Inneren lauerten Angst und Hunger. Der Wind pfiff durch die weiten Graslandschaften und erinnerte daran, dass die Dürre noch lange nicht vorbei war und immer Gefahr lauerte. Jeder Schritt hinterließ seine Spuren auf dem Feld und bewies damit die Macht des Tieres an der Spitze der Jagdkette. In der rauen Wildnis ist die Stärke des Anführers die einzige Hoffnung für die Herde, die Dürre zu überleben. Die rote Sonne stand hoch am Himmel und spiegelte sich in seiner goldenen Mähne, sodass er wie ein Savannengott aussah. Die ganze Herde folgte einander. Die Reise war beschwerlich, aber dennoch voller Entschlossenheit für das Überleben jedes einzelnen kleinen Mitglieds. An einem heißen Morgen, als das Sonnenlicht gerade durch die Bäume fiel, entdeckte der männliche Löwe plötzlich einen großen Bienenstock. Der Bienenstock hing an einem niedrigen Ast und schwankte sanft im Wind. Der süße Honigduft weckte in ihm das Interesse, näher zu kommen. Es hob den Kopf, um zu beobachten, und hob dann neugierig den Fuß, um loszuspringen, wodurch der Bienenstock auf dem trockenen Ast heftig erzitterte. Blitzschnell schwärmte der Bienenschwarm aus und sein dichtes Summen erfüllte den trockenen, heißen Raum. Der Löwe brüllte leise und versuchte, die Bienen mit seinen Krallen zu verscheuchen, doch die Insekten wurden nur noch wilder und griffen sein Gesicht und seine Mähne an. Es raste wie verrückt über den Rasen, rollte sich auf dem Boden herum, scharrte wild und hoffte, dem beißenden Regen zu entkommen. Der Bienenschwarm ließ nicht locker, jeder Stich brannte so schmerzhaft, dass sein Blick allmählich verschwamm und sein Atem schnell und mühsam wurde. In Panik taumelte es und brüllte, aber der Bienenschwarm bedeckte immer noch seinen Rücken, seinen Bauch und sein Gesicht. Die Löwinnen und Jungen blieben in der Ferne stehen, ihre Augen waren voller Verwirrung, aber keine von ihnen wagte es, näher zu kommen. Sie starrten nur einen Moment lang, dann gingen sie langsam und ließen ihren Anführer mit Schmerzen zurück. Der männliche Löwe fiel zu Boden, sein Körper war mit toten Bienen bedeckt, Blut und Honig vermischten sich und klebten an seinem Fell. Es versuchte aufzustehen und brüllte heiser, doch seine Schritte waren wackelig und besaßen nicht mehr die majestätische Kraft, die es einst besaß. Das Bild ist wie ein König, der seinen Thron verloren hat, verloren in den rauen Graslandschaften, ohne jemanden an seiner Seite, der ihn unterstützt. In seiner Verzweiflung versuchte es, Schritt für Schritt vorwärts zu kriechen und dem dichten Bienenregen zu entkommen, der seinen Körper bedeckte. Als der Schwarm schließlich kleiner wurde, brach es zusammen. Sein Körper war mit Stacheln bedeckt und seine Mähne hing schwer herab. Der Wind frischte wieder auf und trug den Geruch von Honig, Blut und die Verzweiflung des erschöpften Rudelführers mit sich. Es atmete schwer, seine Augen waren trüb, nur ein kleiner Überlebensinstinkt hielt seinen schwachen Atem in der trostlosen Szene aufrecht. Die ganze Nacht lag es regungslos da, stöhnte gelegentlich leise und sein Körper zitterte vor ständigen Schmerzen. Am nächsten Morgen schleppte es sich zum Rand des flachen Sees und versuchte, jeden Tropfen zu trinken, der noch in dem Loch im Boden war. Das bisschen Wasser reichte nicht aus, um seinen Durst zu löschen, und machte seine Kehle nur noch trockener, aber seine Instinkte waren noch da. Am nächsten Tag war sein Körper abgemagert und sein Fell mit Honig, Blut und toten Bienen verklebt. Es brach im Schatten eines trockenen Baumes zusammen, hatte nicht mehr die Kraft zum Jagen und kein Rudel mehr, an das es sich in seinem schwächsten Moment klammern konnte. 3 Tage vergingen, es trank nur etwas stehendes Wasser und kehrte dann zurück, um seinen Kopf unter dem alten Baum auszuruhen. Das sengende Sonnenlicht erschöpfte seinen Körper noch mehr, jeder Atemzug wurde schwerer, als würde er den Tod hinauszögern. Zu dieser Zeit patrouillierten 2 Ranger, Josef Ndlovu und Peter Kamau, die Wasserquelle im Reservat. Sie folgten dem Pfad durch die goldenen Felder und fragten sich, ob die verbliebenen Tiere trinken konnten. Aus der Ferne blieb Peter plötzlich stehen und zeigte auf den Baum, wo er einen großen, reglosen Körper sah.
Sie dachten, es sei der Körper eines toten Löwen, der steif im trockenen Gras unter der sengenden Sonne lag. Als er näher kam, trat Josef erschrocken einen Schritt zurück, denn sein Körper zitterte leicht und in den halb geöffneten Augen leuchtete noch ein schwaches Licht. Vor ihnen der überlebende männliche Löwe, sein Körper mit toten Bienen bedeckt, seine Mähne schlaff, sein Körper mit roten, geschwollenen Wunden bedeckt. Peter spürte einen Schauer, sein Herz schlug schnell, aber der mitfühlende Blick ließ ihn entscheiden, es nicht dabei zu belassen. Josef nickte, beide bereiteten schnell Betäubungspistolen vor, um die Sicherheit von Mensch und Tier zu gewährleisten. Die Nadel durchbohrte die Haut, der Löwe brüllte schwach und fiel dann langsam in einen tiefen, bewegungslosen Schlaf. Unmittelbar danach legten sie es auf eine Trage, trugen es gemeinsam zum Pickup und bereiteten den Transport zur Behandlung in die Veterinärstation vor. Der Anblick des großen, aber erschöpften Tieres, das regungslos dalag, verursachte ihnen herzzerreißende Schmerzen. Bei der Ankunft in der Serengeti-Rangerstation waren sofort ein Tierarzt und ein Team von Rettungskräften zur Stelle. Mit einer Schere schnitten sie das klebrige Fell ab und entfernten hunderte toter Bienen, die noch immer am Fleisch des Löwen klebten. Jeder Stich wird mit einer Desinfektionslösung gereinigt und anschließend mit einem Anti-infektiva-Medikament behandelt, um gefährliche Komplikationen zu vermeiden. Eine Tierarzthelferin verabreichte Antibiotika und Schmerzmittel, während der behandelnde Arzt Flüssigkeiten zur Wiederherstellung der Kräfte verabreichte. Der Löwe lag regungslos auf dem Boden der Tierarztpraxis, atmete gleichmäßig, aber schwach, seine Mähne war mit einem Antiseptikum getränkt. Am Nachmittag wachte es auf, seine Augen waren stumpf geöffnet und es stöhnte nur schwach, als man ihm eine kleine Tasse Wasser gab. Es nahm ein paar Schlucke Wasser, legte dann den Kopf wieder hin und schlief tief und fest in den schützenden Armen des Menschen weiter. Am nächsten Tag konnte es sich aufsetzen und langsam etwas weiches Fleisch kauen, das das Personal gebracht hatte. Die roten Schwellungen begannen abzuklingen, der Körper gewann nach Tagen des Sterbens allmählich etwas an Vitalität zurück. Der Arzt und die Ranger überwachten und dokumentierten abwechselnd jede Veränderung, um eine optimale Genesung zu gewährleisten. Jedes Mal, wenn er sah, wie es seine Augen öffnete, spürte Josef die Erhabenheit der Natur, vermischt mit ihrer erbärmlichen Zerbrechlichkeit. Peter stand mit hoffnungsvollen Augen vor dem Käfig und wartete auf den Tag, an dem der Löwe wieder wirklich standhaft bleiben würde. Eine Woche verging, jede Wunde trocknete, die Muskeln hörten auf zu zittern, die Atmung war so stark wie immer. Es begann, im Käfig auf und ab zu gehen und knurrte gelegentlich leise, als würde es seine verlorene Kraft testen, die gerade zurückgekehrt war. Die Ärzte lächelten, denn sie verstanden, dass sie eine Krise überwunden hatten, aus der es scheinbar keinen Ausweg gab. In der Rangerstation machte sich Zuversicht breit, denn sie hatten nicht nur ein Tier, sondern auch ein Symbol des Waldes gerettet. Der Löwe hob seinen Kopf hoch, seine Augen leuchteten und erlangte allmählich wieder das majestätische Aussehen des Serengeti-Königs. Als sich sein Gesundheitszustand deutlich erholt hatte, wurde er zur Wiedereingliederung in ein großes, halbwildes Gehege gebracht. Dort kann es sich mehr bewegen und das Fangen kleiner freigelassener Beute üben, um seine Überlebensfähigkeiten zu trainieren. Der Körper wird allmählich gestrafft, jeder Schritt kraftvoll, die Mähne flattert im goldenen Wind der trockenen Serengeti-Ebene. Jeden Tag brüllt es, als würde es daran erinnern, dass das heiße Blut im Körper immer noch mit der Kraft der Freiheit brennt. Josef und Petrus kamen oft, um zuzusehen, und ihre Augen waren voller Stolz, als sie sahen, wie es Tag für Tag wieder zum Leben erwachte. 2 Wochen später beschlossen die Ärzte, die letzte Tür zu öffnen, damit der Baum wirklich in seine natürliche Umgebung zurückkehren konnte. Das Morgenlicht strömte in den Käfig, der Löwe stieg langsam heraus, blieb einige Sekunden stehen und holte tief Luft. Es drehte den Kopf, um die beiden Ranger anzusehen, seine Augen waren tief, wie ein stilles Dankeschön, das nicht in Worte gefasst werden konnte. Josef legte seine Hand auf seine Brust und neigte den Kopf, während Petrus mit erstickter Stimme lächelte und spürte, wie ihm das Herz sehr leichter wurde. Der Löwe schritt über das weite Grasland und seine majestätische Gestalt verschmolz allmählich mit dem weiten, hellen Himmel. Der Wind rauschte durch die trockenen Bäume und trug das Echo der Schritte eines starken Überlebenden mit sich, der zurückkehrte.
Die Serengeti war Zeuge der Wiedergeburt eines Königs nach langen Tagen scheinbar hoffnungsloser Verzweiflung. Die Tiere in der Ferne werden das mächtige Brüllen sicherlich bald wieder hören, das die Rückkehr des Herrschers signalisiert. Dieser Moment wurde zu einer unvergesslichen Erinnerung für diejenigen, die das kostbare Leben in der Wildnis gerettet haben. Die Geschichte endet mit der Überzeugung, dass menschliche Widerstandskraft und Mitgefühl Wunder bewirken können.